Hey Leute, herzlich willkommen bei EMTV News und einem neuen Video auf unserem YouTube-Channel. Heute geht es um das Orbea Rise LT M10. Wir haben nämlich 6 verschiedene Lite-EMTBs, Lite-Support-EMTBs gegeneinander antreten lassen und getestet. Und hier in dem Video geht es mal um das Orbea Rise. Exakt. Also wie Rico schon sagte, wir haben das M10-Modell, aber es ist etwas spezieller konfiguriert worden. Was man ja bei Orbea Easy tun kann, aufgrund von Mayo. Mit dem Mayo-Konfigurator. Und ich gehe mal gerade durch, würde ich sagen. Ne? Also wir haben 160 mm an der Front, 150 am Heck. Das Ganze wird von Fox gemanagt. Das heißt, wir haben Factory-Fahrwerk mit Grip X-Kartusche vorne, nicht der Grip X2. Wir haben ein Fox Float X Dämpfer, auch Factory hinten. Dazu 29er Setup, also Full 29 vorne hinten. Wir haben den Motor, das ist ein bisschen spezieller, würde ich sagen. Shimano EP801 RS Plus. Das ist neu. Genau, und man kann es ja schon mal vorne wegnehmen. Das Ding hat richtig Power, wenn man möchte. Wenn man es will, hat er richtig Power. Exakt. Wir haben einen 420 Wattstunden Akku verbaut. Der ist auch fest verbaut. Es gibt aber auch einen 210er Range Extender dafür. Genau, es gibt aber auch noch theoretisch im Mayo-Konfigurator einen 630er Akku, der fest verbaut ist. Das ist echt ziemlich cool. Ziemlich. Wir landen am Ende bei 19,6 Kilogramm für das Fahrrad, ohne Pedale natürlich. Der Preis für das Standardmodell von M10 ist 8.499. Unser Testmodell kommt aber auf 9.464 €. Was ist so viel anders an uns? Was ist anders? Also wir haben zum einen keine SLX-Bremsen, sondern XTR-Bremsen, also das Feinste von Shimano sozusagen. Wir haben die XT Di2, die Schaltkomponenten. Das heißt, normalerweise wäre ein Standard XT-Schaltwerk verbaut gewesen. Also damit wird es auch schon ein ganzes Stück teurer natürlich. Aber hat einen riesen Vorteil. Ja. Weil Di2 kann was? Zum einen kann es Free Shifting. Genau, das ist ja das große Ding eigentlich. Genau, aber es kann natürlich auch, wie in dem Fall auch, vom Motorakku gespeist werden. Ja, das kommt noch dazu. Aber prinzipiell ist das große Ding beim Di2 Free Shiften bedeutet, man kann schalten, ohne die Pedale zu drehen. Also im Rollen kann man quasi schalten. Das geht auch ein bisschen automatisch, wenn man das will. Aber hier, wie gesagt, Free Shiften. Ich kann schalten, wenn ich nicht pedalieren möchte oder keinen Platz habe zum Pedalieren. Sowas gibt es ja auch mal. Man kommt irgendwo steil runter, es geht hart um die Kurve rum. Ich sehe das schon, habe aber keinen Platz zum Pedalieren. Schalte einfach dreimal und bin im richtigen Gang. Genau. Ziemlich cooles Feature meiner Meinung nach. Ein weiteres Upgrade sozusagen über den Mayo-Konfigurator ist die Sattelstütze. Das ist nämlich eine Fox Transfer mit satten 230 mm. Und das ist viel. Normalerweise wäre die Hausmarke verbaut, also OC, mit, ich glaube, 200 mm. Ich weiß. Auch schon viel, wie gesagt, was Orbea ja kann, worauf sie auch sehr stolz sind. Die Einstecktiefe von den Sattelstützen ist enorm groß, weil irgendwie, ich glaube, ich hatte mal irgendwas gehört von Achse bis zum untersten, also Achse Tretlager bis zum untersten Ende Einstieg sind es 100 oder 110 mm und das an jeder Rahmengröße gleich. Das heißt, ich kriege wirklich lange Stützen dort oben. Genau, in einem kleinen Rahmen ziemlich lange Stützen fahren. Also das ist schon sehr, sehr cool. Ja, und 230 mm Hub ist halt wirklich einfach richtig viel. Ja, das reicht sogar für mich. Genau, das reicht auch für dich. Wo sieht denn Orbea das Rad so vom Einsatzzweck? Also das Fahrrad wird grundsätzlich schon irgendwo Trail on Mountain positioniert. Man kann ganz klar vorne wegnehmen, das Fahrrad hat richtig Potenzial. Also das Fahrrad vom Fahrgefühl, da kommen wir zwar später natürlich noch dazu, ist auf jeden Fall nah am Enduro. Hätte ich auch genauso gesagt. Für mich ist auch das Full 29 Setup, der Federweg mit 160, 150 mm, die ganze Geometrie, wo wir gleich noch drauf eingehen, das macht das Rad unheimlich schnell und unheimlich sportlich, hätte ich gesagt. Also für mich ist es eigentlich eher so ein schnelles, leichtes Enduro. Wird tatsächlich auch in der EDRE gefahren vom OO Lab Team. Ja. Die nutzen das Rad mit, glaube ich, einer speziellen Software für den Motor, aber prinzipiell dieses leichte Setup nutzen die. Das finde ich du kannst halt auch allein durch die Reichweite, ne? Wenn du den 630er Wattstunden Akku nimmst, dann dazu noch einen Range Extender mit 210, bist du bei 840 Wattstunden. Ja, das ist eine Menge Holz. Und dann kannst du noch 85 Newtonmeter zuschalten. Da kommen wir später dazu. Ich weil habe schon so viel verraten. Das Plus, genau. Da müssen wir gleich noch dazu. Vorher vielleicht Geometrie.
Geometrie ist auf jeden Fall auch auf der modernen Seite. Wir haben 485er Reach, Grammgröße L, also relativ viel Platz. Der Stack ist ziemlich niedrig mit 623. In dem Fall war der Lenker, hatte zum Glück ein bisschen Rise. Kann man auch über den Konfigurator. Exakt, du kannst nämlich eigentlich auch andere Parts direkt am Werk wählen. Du kannst natürlich auch einfach im Nachhinein einen anderen Lenker drauf bauen. Aber grundsätzlich war die Front etwas tiefer, was am Anfang für mich persönlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, aber man gewöhnt sich schnell dran und hat vor allem ein bisschen mehr Druck auf der Front. Was da, wo wir unterwegs waren, technisches Geläuf in Plesivec im Trailpark, war es gar nicht so verkehrt, viel Druck auf der Front zu haben. Ansonsten Lenkwinkel 64,5 Grad, 77,5 Grad Sitzwinkel, also schön steil, schöne Position im Fahrrad. Kettenstreben 440. Also damit auch ziemlich zentral balanced, wie man so sagt, zwischen beiden Reifen. Das hat gut funktioniert. Ein ziemlich cooles Feature bei der Geometrie ist der Flip-Chip, den Orbea hier verbaut. Und zwar, ihr kennt irgendwie alle Flip-Chips von anderen Herstellern. Da baut man irgendeinen Insert aus und wieder andersrum ein und dann hat man das. In der Regel macht man das wahrscheinlich einmal, zweimal. Ja. Hier ist es anders. Hier hat man nämlich den Flip-Chip direkt an der unteren Dämpferaufnahme. Ja. Man hat ein Tool in der Hinterradnabe, zieht es raus, macht es rein, macht die Schraube eine halbe Umdrehung locker, hebt das Rad oder lässt es reinfallen, macht es wieder fest und der Flip-Chip ist umgestellt. Also du bist wirklich in 20, 30 Sekunden durch damit. Super schnell. Ja. Also wenn man sieht, man hat einen Uphill von, keine Ahnung, 2 Kilometern, 3 Kilometern, es geht jetzt einfach mal eine Weile berghoch, unbedingt umstellen. Wenn ich weiß, es geht jetzt nur noch runter, unbedingt umstellen. Man muss nicht nur in High oder in Low Position fahren, sondern man kann das wirklich on Trail machen. Das hat mich echt fasziniert. On the fly auf jeden Fall möglich. Auf jeden Fall. Ganz kurz noch, weil ich gesagt habe, es geht hier um einen Vergleichstest von Light EMTBs. Ich würde noch ganz kurz sagen, welche Räder noch hier in dem Test sind. Wir haben nämlich neben dem Orbea Rise LT auch noch dabei Centurion No Pogo SL, Focus Jam Square SL, Specialized Levo SL, Santa Cruz Heckler SL und Scott Voltage E-Ride 900 Tuned. Das sind 6 Räder mit dem Rise. Insgesamt, ja. Genau. Motor, wir haben es kurz angerissen, ist Special, ist ein Shimano EP801 RS Plus. Was bedeutet das? Genau, Plus ist neu. Orbea hat ja den Motor schon vor einer ganzen Weile mal verbaut. Da wurde ein EP8-Motor manche Leute sagen, er wurde einfach nur gedrosselt. Orbea hat aber eine eigene Firmware aufgespielt, also die wurde mit Shimano entwickelt. Die sind da sehr, sehr, sehr eng und haben da eine Partnerschaft. Deswegen kann auch nur Orbea den Motor benutzen. Und damals gab es eben so Stimmen, die gesagt haben, ja, aber ich will ja keinen gedrosselten Motor haben. Dann gab es ganz viele Leute, die über eine Drittanbieter-App den Motor quasi aufgemacht haben in Anführungszeichen, dass er quasi läuft wie ein EP8. Heißt 85 Newtonmeter Leistung, also maximales Drehmoment und 600 Watt Leistung. Das war in Verbindung mit dem kleinen Akku, den es damals gab, eigentlich ein bisschen too much, weil der Akku halt leer war. Dann kam aber in Gen 2 auch die Möglichkeit von einem größeren Akku. Man konnte einen 630er Akku verbauen. Einen 500 noch was Akku verbauen. Und damit stellte sich natürlich auch mir die Frage, warum habe ich dann einen Motor mit wenig Leistung? Das Ganze hat sich Orbea auch irgendwie angenommen und die haben sich gesagt, wir ändern das Ganze und haben jetzt eben den RS Plus verbaut, den ich bei Bedarf mit maximalem Drehmoment von 85 Newtonmeter fahren kann. Das heißt nicht, dass ich 600 Watt Spitzenleistung kriege, wie beim normalen EP801. Ich kriege hier beim RS nur 400 Watt, aber ich habe dieses Maximum an Drehmoment. Und das ist natürlich was, das merkt man, wenn man das braucht. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mir den Vollgasmodus quasi als Vollgas einzustellen und alle Modi drunter lasse ich im Light-Support-Bereich. Das heißt, ich kann super effizient durch die Welt fahren und sich alles sehr natürlich anfühlen lassen. Und wenn dann die Rampe kommt, dann mache ich einfach den Vollgasmodus an und fahre mit 85 Newtonmeter Schub da hoch, was ich persönlich ziemlich gut finde. Ja, fand ich auch ziemlich cool. Das macht halt sehr viel Spaß und zudem funktioniert der Motor relativ leise. Er hat natürlich das typische Motorklappern, was Motoren von Shimano EP8 Motoren eben haben.
Mich persönlich stört es nicht so, kommt auch immer aufs Rad an so ein bisschen, wie ist die Geräuschkulisse drumherum. Ich glaube, du hast es auch nicht so schlimm empfunden. Ehrlich gesagt nicht mal wahrgenommen. Ja, genau. Es gibt andere in der Testcrew, die das bemängelt haben. Das ist da draußen ja, der eine findet es blöd, der nächste hört es nicht mal. Das ist einfach so. Genau, jetzt waren wir beim Motor. Ich würde sagen, was uns ja alle am meisten interessiert, wie fährt denn das Rad? Ja, ich würde mal anfangen mit den Appeleigenschaften. Und die Appeleigenschaften sind definitiv sehr, sehr gut. Und das nicht nur, weil ich 230 mm Hub hatte an der Sattelstütze, was für mich als Langbeiner mit über 1,90 Meter natürlich super praktisch ist. Nee, also Power ist da, EP8 RS Plus, also da muss man sich schon mal keine Sorgen machen, egal wie steil es wird. War für mich auf jeden Fall auch eine Überraschung, war das erste Mal, dass ich den Motor so gefahren bin. Habe nicht mit so viel Power auf jeden Fall gerechnet. Super viel Grip. Wir hatten auch eine Double-Down-Karkasse hinten verbaut am Rad. Das heißt, man muss den Druck nicht ganz so hoch wählen. Man hat noch ein bisschen mehr Traktion. Vorne war ein Max-Grip-Reifen verbaut. Heißt auch noch mal ein Quäntchen mehr Grip als mit einem Max Terra als Beispiel. Das steigende Vorderrad war auch nie ein Thema für mich. Die Position im Fahrrad war aufrecht, war auf jeden Fall effizient durch den steilen Sitzwinkel. Du hattest eine relativ tiefe Front, was nach ein paar Fahrten für mich im Endeffekt irrelevant war. Aber du hattest dadurch natürlich auch schön viel Druck auf der Front. Das Vorderrad wollte nicht ganz so schnell gegen Himmel, auch wenn es richtig steil wurde. Also für mich Appeleigenschaften oder auch Tour-Eigenschaften tipptopp. Vor allem auch durch die Reichweite, Range Extender, bei Bedarf ein großer Akku mit 630 Wattstunden. Also das Paket, was die Tourentauglichkeit angeht, passt. Ja. Und die Performance-Tauglichkeit, sagen wir mal? Die Performance-Tauglichkeit, du meinst bergab. Bergab. Es geht genau. Also man muss ganz klar sagen, das Orbea ist ein klassisches Orbea, so wie ich Orbea kennengelernt habe. Auch das neue Ocam, das bin ich erst kürzlich gefahren für unseren Vergleichstest. Also das normale Mountainbike, es fühlt sich super satt an. Also das Rise LT genauso wie das Ocam. Und es hat auf jeden Fall Enduro-Gene. Enduro-Gene, die noch mal ein bisschen kombiniert wurden mit Verspieltheit und Poppigkeit. Das ist eigentlich schon fast unmöglich, denkt man sich, weil das Ding fährt so satt und du fährst über wirklich roughes Gelände, also anspruchsvoll, steil, Wurzeln und es läuft, es hat Grip ohne Ende, kann aber auf der anderen Seite gibt genauso gut. Trotzdem. Ja, es gibt noch genug Feedback und es ist agil, es ist präzise zu handeln, zu positionieren. Und auch auf Flowtrails vermisst es keinen Gegenhalt. Also es ist nicht so, dass es jetzt einfach nur super plush ist, also super satt liegt, sondern es hat genug Gegenhalt. Du kannst damit durch Anlieger pressen, du kannst damit an Kanten abziehen. Ich finde, das ist vor allem das, was das Orbea Rise LT auszeichnet, dass es wirklich in allen Segmenten und in allen Bereichen wirklich brilliert. Und das hat man selten. Eigentlich ähnlich tatsächlich wie das Orbea Wild. Ja. Weil ich glaube, einige von euch da draußen fragen sich, wenn man jetzt das Orbea Rise LT mit 85 Newtonmeter bekommt, warum braucht man denn dann noch ein Orbea Wild? Dazwischen liegen schon noch mal ein paar kleinere Welten. Das eine ist ein Full Power EMTB mit Bosch Performance CX Motor. Genau. Und das andere ist trotzdem ein Light-Support, auch wenn ich mal maximalen Drehmoment kriege. Aber trotzdem sind da zwei verschiedene Dinge. Und das eine wiegt deutlich unter 20 Kilo und das andere wiegt schon einiges über 20 Kilo. Genau, und ich bin auch beide gefahren. Ja. Hatte beide auch eine längere Zeit zum Testen. Und da liegt auf jeden Fall allein der Unterschied schon im Gewicht. Das Wild liegt einmal noch mal satter. Es hat natürlich viel mehr Power durch das Bosch-Aggregat. Sind schon unterschiedliche Ansätze, was das Fahrradfahren angeht, aber grundsätzlich muss ich sagen, beide performen einfach auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Also beide haben dieses Enduro-Feeling, dieses Baller-Feeling, sind aber trotzdem nicht irgendwie unlebendig oder tot oder sowas. Das ist wirklich, du kannst damit agil über Sprünge durch Anlieger fetzen und das macht das Fahrrad auch für mich aus. Ja, macht es für mich auch aus und es macht vor allen Dingen mir sehr, 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 sehr viel Spaß, das Rad. Und ihr wisst ja schon, wir teilen ganz gern Bikes verschiedenen Anwendungen zu. Also wir haben da zum einen die Anfänger, wir haben Fortgeschrittene, wir haben ambitioniert Fortgeschrittene und wir haben Profis. Und je mehr ein Rad abdeckt, desto besser ist es für uns. Ja. Und das Orbea Rise LT kann für jeden funktionieren oder funktioniert für jeden. Das heißt, ein Anfänger setzt sich drauf und wird intuitiv sofort, es wird funktionieren. Du hast dieses Wohlfühl. Genau, Fortgeschrittene, ambitioniert Fortgeschrittene wird es auf jeden Fall pushen und unterstützen und vielleicht auch bei der Weiterentwicklung irgendwie mit dabei sein. Und Profis
engt es nicht ein oder beschränkt es nicht. Also sprich, man kann damit auch sehr, sehr schnell fahren oder schneller, als man gewohnt ist. Was man ja auch sieht, was du schon gesagt hast, dass es in der EDR eingesetzt wird. Oder EEDR. Genau, EEDR. Und da ist es auch schon, ich glaube, in die Top 3 einmal gefahren. Ja. Was halt spannend ist, weil wir haben hier trotzdem Light Support. Ja? Und kein Full Power EMTB. Ja. Dieses Fahrrad wirft auch die Frage auf, brauche ich noch ein Performance oder Full Power EMTB oder reicht mir auch ein Light EMTB eben mit dem? Ich sage ja immer ganz gern, wir brauchen leichte Full Power EMTBs, aber warten wir mal ab, wo es dahin geht. Spannend ist auf jeden Fall, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir hatten 6 verschiedene Räder im Vergleichstest und das Orbea Rise LT M10 holt mit den Eigenschaften, die wir genannt haben, mit dem Fahrspaß, den es generiert, mit dem Preis, der aufgerufen wird für das Setup, mit der Möglichkeit über MyO das Ganze noch zu konfigurieren in Farbe, Design und Ausstattung, holt das Rad den Testsieg in diesem Vergleichstest. Was ich persönlich ziemlich cool finde, wir haben darüber diskutiert innerhalb der Testcrew und die eine Seite hat gesagt, ich sehe da ein anderes Rad. Die fanden, das kann man ja so sagen, das Santa Cruz Heckler SL eher auf der Siegerseite in dem Vergleichstest. Dann gab es die andere Seite, wo tatsächlich einfach, es war eine Stimme mehr, das kann ich auch so sagen, das Orbea Rise gesehen haben, einfach aus dem Grund, wie ich es eben genannt habe, plus natürlich auch die Technologie, die das Rad mitbringt. Das Rad bringt nämlich, wie gesagt, Free Shifting mit Shimano Di2. Es hat einen Range Extender, man kann es konfigurieren. Das sind alles Dinge, die bei dem anderen Rad einfach fehlen oder eben nicht gegeben sind. Ja. Und deswegen gewinnt das Orbea Rise LT den Vergleichstest der Light EMTBs 2024 auf EMTB News. Das war's mit unserem Video dazu. Mir bleibt wie immer am Schluss zu sagen, wenn ihr Fragen zu dem Rad habt, postet es hier in die Kommentare. Wenn ihr vielleicht schon ein Rise besitzt und Erfahrung damit habt, postet es auch mal in die Kommentare, weil das würde mich persönlich interessieren. Und ansonsten am Schluss lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bleibt elektrisch.